Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Bist du vielleicht auch am Überlegen, dir ein Vivo Smartphone zu holen? In meinem Fall war es jetzt hier das Vivo X200 Ultra und im Fall meiner Freundin habe ich tatsächlich jetzt ein Vivo X200 Pro besorgt. Dann bist du hier genau richtig, wenn du noch am Struggeln bist und am Überlegen bist, wie richte ich das denn ein? Was für Nachteile hat das Ganze? Was funktioniert? Und kriege ich es vielleicht so hin, dass es ähnlich funktioniert und ausschaut wie ein Samsung-Smartphone, nur als Beispiel, oder Google Pixel, wie auch immer. Es wird natürlich auch noch Tests, Reviews und so weiter zum X200 Ultra und auch dem Pro-Modell geben. Und ich muss auch gestehen, ich bin da nicht ganz so neu in dem Thema Vivo. Ich habe ja meinem Vater vor knapp einem Dreivierteljahr schon ein Vivo X200 Pro Mini besorgt gehabt und deeploaded, also diese ganzen China-Software-Apps runtergeschmissen und halt alles soweit eingerichtet, dass er das nutzen kann, möglichst ohne irgendwelchen chinesischen Kram da drauf. Von daher würde ich sagen, fang mal an. Hier geht es jetzt heute um die Ersteinrichtung des Smartphones, was so meine Erfahrung war mit dem Ganzen. Mein X200 Ultra habe ich mittlerweile komplett so eingerichtet, wie ich es brauche, inklusive eSIM. eSIM geht nämlich, aber eben nur mit einer extra SIM-Karte. Da gibt es immer wieder welche. Ich habe jetzt hier die hier mitbekommen, tatsächlich von dem Verkäufer, wo ich es mir gebraucht bei Kleinanzeigen geholt hatte. Und das habe ich nur mal spaßeshalber mit einer eSIM von meiner Telekom-Vertragsgeschichte probiert und es funktioniert einwandfrei. Im Dezember bin ich dann noch in Ägypten, da werde ich das auch mal noch ausprobieren, ob das funktioniert. Ist eine Sache von 20 Euro bei Amazon. Den Link haue ich euch unten dafür rein. Könnt ihr mal reinschauen, wenn euch das interessiert. Und auch gerne mal eure Erfahrung teilen, wenn ihr vielleicht auch eine andere habt. Es gibt ja auch diese eSIM-Geschichte, die sollen ja auch recht gut funktionieren, auch bei Oppo und so weiter. Alles, was eben ohne eSIM kommt. Heute geht es wie gesagt um das Vivo X200 Pro, aber ihr könnt es wirklich auf jedes Vivo abkupfern, beziehungsweise auch auf etliche Oppo Smartphones etc. Das Deeploaden funktioniert da überall ähnlich, also es kommt ja alles so mit diesen ganzen China-Apps und China-Beschränkungen, wobei Beschränkungen mittlerweile nicht mehr so groß sind. Kurz vorweg, Android Auto zum Beispiel funktioniert einwandfrei. Wie gesagt, eSIM mittlerweile auch mit dieser iAd Club SIM-Karte, die eben eSIMs dann interpretieren kann. Aber wirklich mehr dazu im ausführlichen Review zu den Smartphones. Heute geht es wie gesagt um die Ersteinrichtung und von daher würde ich sagen, legen wir los. Viel Spaß! Damit will ich euch kurz mal zeigen, wie gut man das denn hinbekommt. Ihr seht links mein Galaxy Z Fold 7, rechts das Vivo X200 Ultra von mir. Und ihr seht hier schon, der Homescreen sieht komplett identisch aus. Ihr habt auch den Google Newsfeed bei beiden Geräten, also das funktioniert hier mit dem Smart Launcher 6 auch eben bei Vivo-Geräten. Homescreen, Menü und so weiter, alles exakt das gleiche. Also ich kann da echt nicht meckern. Ich habe da auch wirklich fast alles hinbekommen. Mehr dazu, wie gesagt, im ausführlichen Review dazu mit den Pros und Contras, die ich eben so festgestellt habe. Heute geht es ja, wie gesagt, um die Ersteinrichtung vom Vivo X200 Pro und ich erzähle euch jetzt mal, was ihr überhaupt dafür alles braucht. Ja, ganz wichtig ist ein USB-Kabel, ein Windows-PC, mit Mac geht es leider nicht. Da haben wir dann nämlich die Software drauf, die unser Smartphone deeploaden wird, sprich das meiste an diesen ganzen China-Apps runterschmeißt und dann schaut es wirklich fast so clean aus wie ein Google Pixel Smartphone. Wir brauchen natürlich den PIN, um die SIM-Karte dann später noch zu wechseln und das alte Handy ganz klar, um ja alles rüber zu schöffeln. Ja, und damit würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir starten jetzt erstmal mit der Ersteinrichtung. Ich lasse jetzt mal die SIM-Karte noch im alten Gerät drin. So sieht das Ganze ja aus, wenn ihr im Endeffekt das Smartphone zum ersten Mal hochfahrt. Ihr habt hier chinesische Schriftzeichen, da gehen wir mal drauf und dann stellt ihr erstmal auf Deutsch um oder eben die Sprache, die ihr haben wollt und auf Weiter. Das Ganze hier sind die Standardhinweise, da habt ihr eh keine Chance, da müsst ihr zustimmen. Dann richte ich mal ganz kurz mein WLAN an. So, wir sind verbunden und gehen weiter.
Dann könnt ihr hier einen Fingerabdruck, der im Display hier verbaut ist, einstellen. Gesichtserkennung, die aber nur über die 2D-Kamera funktioniert, würde ich jetzt nicht zwingend empfehlen. Und ein Passwort. Ich wähle jetzt hier mal Fingerabdruck, ändere das dann natürlich noch auf meine Freundin ab. Da kommt auch schon eine Meldung. Ich weiß jetzt nicht, was das alles ist. Ich cancel das auf jeden Fall mal, weil wir, wie gesagt, das Teil dann eh noch komplett bereinigen, soweit es eben geht. Dann ist es sowieso alles hinfällig. So, Fingerabdruck. Dann kommt hier noch ein kleiner Hinweis, da könnt ihr auf Weiter klicken. Ich lege den jetzt mal kurz fest. So, dann fragt er natürlich mit Auflegen und langsam umherfahren. Das heißt, ihr geht da nicht mehr hoch und runter, sondern ihr wischt dann quasi so hin und her. Das machen wir jetzt mal, damit ihr das mal gesehen habt. Hier seht ihr es schon. Ihr legt es auf und kreist da quasi um den Fingerabdruckscanner rum. Das war es auch schon. Geht super schnell. Gesicht machen wir jetzt in dem Fall nicht. Dann geht es hier weiter mit dem Vivo-Konto. Ich überspringe das tatsächlich jetzt erstmal. Ihr könnt es natürlich noch einrichten. Ihr braucht es nämlich dann auch teilweise, um den Launcher von diesen chinesischen in deutschen umzuändern. Mehr dazu aber eben später. Das heißt, wir gehen hier später unter Einstellungen anmelden, jetzt nicht. So, da bei diesen ganzen Dingen, das würde ich erstmal, soweit man das eben möchte, aktivieren oder deaktivieren. Das ja, kann man machen, wie man will. KI-Berater braucht man nicht, das ist auch chinesisches Zeug. Das braucht man nicht. Intelligentes Startprogramm deaktivieren wir. Können wir aber im Nachgang auch noch machen. Müssen wir dann wahrscheinlich sowieso in den Einstellungen nochmal deaktivieren. Bei meinem X200 Ultra habe ich es nämlich auch gemacht. Und trotzdem hat er es mir dann angehakt gehabt. Globale Suche brauchen wir jetzt hier auch nicht. Alt ++ Turbo, das ist irgendwas, wo er was ins Internet hochlädt, um App schneller zu starten. Das deaktiviere ich jetzt auch mal. Intelligenter Service, Origin Music Player. Also alles so Sachen. Da könnt ihr mal schauen, ob ihr es braucht oder nicht. Ich deaktiviere tatsächlich hier das meiste. Im Notfall, wenn er da mal irgendwas braucht für irgendwelche bestimmten Einstellungen, dann kriegt ihr sowieso eine Meldung und müsst wieder aktivieren. Von daher könnt ihr da eigentlich nicht viel falsch machen. So, das war jetzt ordentlich viel, deutlich mehr an Services, die man deaktivieren kann, als zum Beispiel bei einem Samsung Galaxy oder eben bei einem Honor Magic Smartphone. Dann können wir hier Daten importieren. Ich sag mal so, ich habe es einmal probiert bei meinem Vivo X200 Ultra, habe das direkt gemacht von einem anderen Android-Gerät in dem Fall. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber nach dem Deeploaden haben manche Apps ein bisschen rumgesponnen. Drum überspringe ich das jetzt hier aktiv. Ich zeige euch aber natürlich, wie ihr es dann im Nachgang immer noch machen könnt und eure alten Daten quasi vom vorherigen Smartphone rüber bekommt. Dann machen wir jetzt hier die Vollbildschirmgesten, die ich standardmäßig nutze. Und das war es dann auch schon. Stelle ich das hier kurz mal lautlos. So schaut das Ganze dann im Standard aus. Sehr viel China-Kram. Das werde ich jetzt hier alles mal beenden. Ihr seht es hier schon. So, ich habe jetzt mal hier das Screen Recording gestartet. Dann kann ich euch das schön mit neben einblenden. Wir fangen nämlich jetzt an mit den wichtigsten Apps, die wir erstmal kurz runterschmeißen. Die finde ich eben mit ADB App Control nicht ganz so gut deinstallierbar waren. Das spart uns einfach ein bisschen Arbeit. Dazu gehen wir rechts rüber in den iManager und stimmen hier erstmal zu. Und da gibt es hier diesen App Manager. Da geht ihr drauf und geht oben auf App Deinstallation. Klickt ihr auch auf Zulassen. Und das ist im Endeffekt unser Tool, wo wir jetzt alles runterschmeißen können, was er uns anbietet. Und ihr müsst es tatsächlich auch alles händisch anhaken. Das sind dann nämlich gleich mal einige Gigabyte, ihr werdet es gleich mal sehen. So, hier seht ihr es, 31 Apps und 5,82 Gigabyte, also das ist schon echt eine Menge. Da klicken wir jetzt gleich mal auf Deinstallieren, dann schmeißt er uns den Quatsch alles schon mal runter. Soweit, so gut. Dann klicken wir hier gleich nochmal zurück und gehen da raus, brauchen wir jetzt nicht mehr. Schritt 2 ist dann, dass wir ADB App Control installieren auf unserem Windows-Rechner und das Ganze entsprechend dann anschließen. Von daher gehen wir jetzt mal kurz an den Rechner und ich zeige euch mal, wie das funktioniert.
Ein Tipp noch, der mir leider erst zu spät aufgefallen ist, darum setze ich ihn jetzt vor das Starten des Deep Loadens mit rein. Geht in die Einstellungen und klickt oben drauf, erstellt euch einen Vivo-Account, damit ihr eben auf der sicheren Seite seid, weil der wird nämlich abgefragt bei der ADB App Control Deinstallation. Ihr seid hier am PC und müsst im Endeffekt auf adbappcontrol.com gehen. Den Link verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung unten wieder. Dann geht ihr hier oben auf Download und seht hier schon Download ADB App Control. Da klickt ihr drauf und ladet das ganze Paket mal runter. So, dann können wir hier auch Deutsch auswählen, klicken auf Weiter, natürlich akzeptieren wir die Vereinbarung, den Pfad, die App, Location, ein Desktop-Symbol erstelle ich jetzt in dem Fall hier mal und installieren. Das Ganze geht relativ flott, ihr startet die App dann danach gleich, wir wollen es ja sofort debloaten. Dann kommt natürlich hier ein Hinweis, dass ihr es nur von der offiziellen Seite runterladet, von daher nehmt auf jeden Fall meinen Link. Hier klicken wir dann auf Zulassen, dass ADB Controls zugelassen werden. Aber jetzt kommt ein relevanter Part und zwar müsst ihr die Entwickleroptionen aktivieren und ADB Debugging, also ADB Debugging entsprechend aktivieren. Dann geht ihr eben in eure Einstellungen, ganz runter über das Telefon, geht auf die Softwareinformationen, also Versionsinformation, und bei Softwareversion klickt ihr da eben so oft drauf, bis oben der Hinweis kommt, okay, du bist Entwickler. Dann geht ihr hier zurück, geht auf Systemverwaltung, ganz runter, Entwickleroptionen. Dann hakt ihr oben die Entwickleroptionen an, die wollen wir eben entsprechend nutzen. Und hier auf USB Debugging. Da fragt er, ob ihr das wirklich wollt, müsst ihr natürlich entsprechend aktivieren. Daraufhin schließen wir unser X200 Pro in dem Fall an und gehen auf das Thema Dateien. Dann fragt er uns eben, ob USB-Debugging zugelassen werden soll. Da sagt ihr natürlich ja und immer zulassen, in dem Fall erlauben. So, und damit sehen wir am PC auch schon, dass eben da im Hintergrund was passiert. Und er fragt uns hier, ob wir die AC Bridge installieren wollen. Das ist quasi eine App, die am Handy sein muss, damit er eben das komplett entsprechend löschen kann. Da klicken wir auf Ja. Und dann fängt er hier eben an, eine App zu installieren. In manchen Fällen funktioniert das nicht und dafür müsst ihr dann die App manuell installieren. Der einfachste Weg ist tatsächlich, ihr geht in den Browser und ja, es ist wieder der China-Browser, Disagree. Das machen wir nur mit den Basic Features. Benachrichtigungen brauchen wir auch nicht. Und da gehen wir dann drauf. Jetzt haben wir hier noch die chinesische Tastatur. Da klicken wir einmal hier auf dieses Tastatursymbol und gehen hier auf Englisch. Dazu gehen wir eben wieder auf die Seite adbappcontrol.com und hier geht ihr dann runter, bis eben dieser Download-Pfad kommt. Und da habt ihr drunter eben Download AC Bridge APK. Da klickt ihr drauf, klickt auf Download, dann lädt es kurz. Installation im Browser lassen wir zu. Dann überprüft er das kurz und dann sagen wir hier Installation fortsetzen und dann ist er abgeschlossen. Also wenn es mal über die Software am PC nicht geht, kein Problem, macht es direkt am Smartphone, geht auch im chinesischen Browser. So, jetzt kommt der nächste Schritt und zwar haben wir hier die Optionen, alles Mögliche zu deinstallieren. Es gibt aber auch einen einfachen Weg dafür und zwar gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ich klicke jetzt hier mal auf Find and Disable Bloatware on your device und da seht ihr auch schon, es gibt ein Basic Deep Load, ein Safe, Medium und Maximal. Und wenn ihr eine von den drei oberen wollt, dann müsst ihr die Extended Version kaufen. Ich zeige es euch aber mal, was da alles debloadet wird, weil ich habe nämlich die Extended Version. Wenn ich jetzt auf die Basic gehen würde und das Apply, dann würde er 3 Apps finden. Ich habe tatsächlich bei meinem X200 Ultra die maximale Option dann gewählt. Das kostet knapp $10 das Ganze, beziehungsweise 10 Euro. Und dann könnt ihr das nutzen, komplett kriegt so einen Key. Aber wie gesagt, ich habe das schon, ich gebe den Key jetzt mal kurz ein und dann sehen wir uns gleich nochmal.
Dann machen wir mal die Extended-Version. Ich scroll das durch und ihr könntet dann theoretisch das auch entsprechend suchen, anhaken und am Ende habt ihr halt eine Liste von den Apps, die ihr mit der Extended bekommen hättet. Könnt alles runterschmeißen und das ist halt für euch, sage ich mal, der günstigste Weg mit ein bisschen mehr Aufwand. Ansonsten natürlich gerne die Entwickler supporten und entsprechenden Key kaufen. Okay, damit ihr euch ein bisschen leichter tut, könnt ihr hier oben bei dem EN übrigens auch auf Deutsch umstellen. Das geht auch. Ist halt ein bisschen praktischer, damit ihr euch da nicht mit dem Englisch abgeben müsst, ansonsten auch kein Problem. So, jetzt habe ich eben die Extended-Version und wir klicken hier nochmal drauf. Und jetzt kann ich auch auf Maximal umstellen. Und ganz ehrlich, das hat bei mir bisher keine Konsequenzen gehabt bei meinem X200 Ultra. Von daher zeige ich euch mal eben, was da entsprechend dann angehakt ist. Das sind dann in dem Fall 49 Apps und die scrolle ich jetzt mal langsam durch. Wenn ihr davon was sehen wollt und so weiter, dann pausiert halt entsprechend einfach immer. So, einen Tipp habe ich noch für euch. Wenn ihr das debloatet, das Ganze, dann hakt EasyShare ab. EasyShare ist nämlich ein Thema, das müssten wir sonst über den V-Store wieder neu installieren. Das ist kein Problem, kann man jedes Mal wieder draufschmeißen. Aber damit bekommt ihr dann am Ende eure Daten eures alten Smartphones auf euer Vivo drauf. Und darum hake ich es jetzt in dem Fall ab. So, dann entsperre ich mal das X200 Pro und klicke hier bei Auswählen auf Deinstallieren. Ihr könnt es auch deaktivieren, das geht auch, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, könnt danach in die Einstellungen rein und das Ganze wieder einstellen. Ihr könnt die Daten und Cache löschen. Ich klicke jetzt auf Deinstallieren und dann fragt er mich natürlich nochmal, will ich das wirklich? Dann sage ich ja. Ihr könnt die APK-Dateien auch vorher sichern. Kann ich euch natürlich nur empfehlen. Ich weiß, bei mir hat es gut funktioniert, darum mache ich es jetzt in dem Fall mal nicht, der Dauer halber. So, und jetzt kommt nämlich der Part, den wir noch machen müssen, und zwar ein Vivo-Konto anmelden. Das mache ich jetzt mal noch schnell. So, und damit sind wir registriert. Ich überspringe das Ganze jetzt mal. Jetzt starten wir das Ganze. Jetzt fragt er nämlich nach einer Verifizierung. Das heißt, wir brauchen jetzt entsprechend das Kennwort dafür. So, und jetzt fängt er nämlich an mit der Deinstallation und da fragt er nämlich auch immer mal wieder zwischendurch und ihr seht jetzt auch schon, wie so langsam Apps hier entsprechend verschwinden. Eigentlich ein ganz cooler Prozess. Und dann sagt er 21 von 48 Apps deinstalliert oder beziehungsweise entfernt. Das klappt manchmal nicht bei allen. Das muss bewusst sein, aber ich zeige euch jetzt dann gleich mal, wie viel da schon weg sind und vor allem, wie viel wir auch händisch dann noch machen müssen. Damit haben wir immer noch ein paar Apps drauf, die uns stören und dazu müssen wir wirklich manuell in die Einstellungen unter Apps, in den App Manager und das Ganze entsprechend machen. BlueMLM, Copilot, den brauchen wir zum Beispiel nicht, den können wir deinstallieren. A little longer than a few minutes later. So, und damit haben wir nur noch ein paar Apps an Bord. Ich scrolle hier mal schnell durch. Es ist wirklich super überschaubar geworden. Wenn wir jetzt hier zurückgehen, da ist relativ viel leer. Und da kommt auch gleich der nächste Step und zwar ein Update. Das war jetzt nicht der Plan. Das machen wir später auf jeden Fall, sondern ihr klickt lang im Launcher drauf in ein leeres Feld unter Einstellungen. Und guckt hier mal ganz unten runter in den Einstellungen unter weitere Startseiteneinstellungen und das ist auch ein Thema. Intelligentes Startprogramm deaktivieren. Das hatten wir ja ganz am Anfang bei der Einrichtung eigentlich deaktiviert. Er macht es halt trotzdem. Ist wie es ist. Okay. Dann gehen wir mal kurz hier hoch und sagen, wir wollen Schubladenstil. Dann seht ihr nämlich mal, wie wenig hier nur noch drauf ist. So, und das war's. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, Google Play Store Installation und Android Auto Installation. Ihr müsst die App nämlich separat runterladen, was aber dann im Play Store kein Thema ist. Wir gehen in den V-App Store, klicken hier oben auf Go Home oder wenn ihr langsam genug seid wie ich, dann einmal zurück. Hier können wir wieder alles canceln, klicken oben in die Suche rein und suchen nach dem Play Store. So, und hier oben seht ihr ihn schon, Google Play,
Dann klickt ihr auf Install, dann lädt das Ganze runter und installiert. Ihr klickt auf Open und meldet euch da ganz normal, wie ihr es bei jedem normalen Smartphone kennt, eben mit euren Android- oder Google-Zugangsdaten ein. Das mache ich jetzt mal in dem Fall kurz. So, wenn ihr damit fertig seid mit dem Login, da fragt er manchmal noch nach einem Update der Google Play Services, manchmal nicht. In dem Fall war es jetzt nicht der Fall. Dann gehe ich mal weiter hier und sage schon mal die Apps, die sowieso gebraucht werden, die am meisten verwendet wurden, die kann er eigentlich gleich installieren. Ja, genau. Und dann lassen wir das entsprechend zu. Empfehlungen für deine Region, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Dann kann ich immer empfehlen, die Play-Dienste, also die Carrier Services hier einmal zu suchen und zu installieren. Habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass es dann sinnvoller ist. Die sind zwar schon deaktiviert drauf, aber damit werden sie halt gleich aktualisiert. Und eben auch, wie gesagt, dann Android Auto. Dann funktioniert es übrigens einwandfrei. Also ich habe da keinerlei Einschränkungen, die ich sonst so erwartet hätte. Es gibt wohl ein paar mit direkter Sprachansage, also dieses Google, ja, ihr wisst, was ich meine, bevor jetzt hier 4 Handys losgehen. Aber ansonsten alles ganz normal. Dann könnt ihr die Tastatur eurer Wahl installieren. Meine Freundin und ich nutzen eigentlich immer die Microsoft SwiftKey-Tastatur. Die können wir dann schon mal installieren und entsprechend einrichten. Dann haben wir nämlich das Problem gar nicht mehr, dass wir da ewig dann Tastatur auf Englisch nutzen müssen. Und wenn ihr hier dann drin seid in der Einrichtung, auch ganz wichtig, oder ihr sucht es eben unter Eingabemethode in der Einstellungssuche. Ich zeige euch das mal kurz. Einstellungsoption suchen. Und da geht ihr dann, wenn ihr Eingabe eingegeben habt, runter auf das Symbol hier, dieses blau gestapelte Eingabemethode und wählt die Sicherheitseingabe ab. Hat einen Grund, und zwar, wenn ihr die aktiv habt, dann poppt nicht eure zum Beispiel Gboard oder SwiftKey-Tastatur hoch, wenn ihr zum Beispiel ein Passwort irgendwo eingeben müsst, sondern immer die chinesische. Also deaktiviert es und dann habt ihr nämlich auch immer eure eingestellte Tastatur. Okay, als nächstes bin ich immer der Fan von einem eigenen Launcher. Ich mag einfach hier diesen chinesischen nicht. Das ist ja basic, sehr basic gehalten, aber ich mag eben mittlerweile den Smart Launcher. Den installiere ich jetzt hier auch mal schnell drauf. Und bei Smartphones von Vivo habt ihr eine kleine Besonderheit, die ihr vorher einstellen müsst, damit er auch wirklich immer der Standard Launcher bleibt. Dazu gehen wir auch wieder hier in die Einstellungen rein. Dazu geben wir jetzt hier mal Launcher ein und sehen hier Ersetzen des Launchers erlauben. Das haken wir entsprechend an. Dann fragt er wieder nach dem Kennwort vom Vivo-Konto. So, wenn wir das verifiziert haben, dann kommt noch eine zweite Schaltfläche und die deaktivieren wir. Sonst habt ihr immer wieder mal das Problem, dass der auf den chinesischen Launcher zurückspringt. Wenn wir das haben, können wir den Standard-Launcher entsprechend einstellen. Ich zeige euch das mal kurz. Da geht ihr in die Einstellungen unter Apps, Standard-Apps, Startbildschirm und den Smart Launcher in dem Fall. Da klickt ihr dann nicht auf System-Apps verwenden, sondern auf Ändern. Das lassen wir natürlich zu. Entsprechende Berechtigungen natürlich dann auch zulassen, dass ihr halt das Ganze auch vernünftig nutzen könnt. Und damit sind wir mit dem Basic Deep Loaden schon fertig. Das heißt, wir können jetzt sofort die Daten entsprechend vom alten Smartphone rüberziehen. Das dauert natürlich entsprechend, aber ich zeige euch mal, wie ihr das Ganze startet. So, als nächstes geht ihr in die EasyShare App. Wie anfangs schon erwähnt, kann man hier eben Geräte klonen. Das machen wir jetzt auch mal und sagen, hier, das ist ein neues Gerät. Wir haben ein anderes Android-Gerät. Dazu nehme ich jetzt mal hier das Honor Magic von meiner Freundin und scanne jetzt hier den QR-Code. Dann kommen wir auf die EasyShare-Seite von Vivo. Ihr könnt aber auch im Google Play Store nach der App suchen. Das zeige ich euch ja auch mal. Ihr geht einfach in den Play Store, sucht nach EasyShare und habt hier EasyShare, installiert das Ganze, öffnen. Dann stimmen wir hier zu.
So, gehen hier auch hier auf Gerät klonen. Das ist unser altes Gerät. Wir müssen jetzt entsprechend autorisieren. Dass er eben auf alles zugreifen kann entsprechend. So, und damit, da klicken wir hier auf Installiert, Klonen starten. Was er alles entsprechend machen soll. Klicken hier, scannen einmal den QR-Code, das ging jetzt so flott, hat man kaum gesehen. Dann verbindet sich das Ganze natürlich damit. Manchmal klappt es leider nicht ganz, ihr seht es jetzt hier gerade, was ein bisschen schade ist. Dann geht ihr einfach nochmal zurück, lasst nochmal einen neuen Code generieren, scannt den nochmal. Und jetzt hat er es eben auch gefunden. Das hängt leider manchmal damit zusammen, wenn man WLAN nicht direkt aktiv hatte. Irgendwie hat er da Probleme, das hatte ich bei meinem X200 Ultra auch. Dann klicken wir hier auf Autorisieren, dass er überall zugreifen kann. Dann scannt er eben, was er alles mit rübernehmen kann. Bei den Apps hakt er immer ein bisschen, also nicht alle Apps können hier entsprechend rüber geklont werden. Der zeigt es euch auch unten dann an, was eben nicht geht. Das müsst ihr halt dann einfach manuell installieren, ist nicht weiter dramatisch. Aber ja, ist halt einfach so. Die Apps wären nämlich im Play Store auch alle verfügbar, aber bei Vivo geht es halt mit dem automatischen Rüberkopieren nicht. Der Rest schaut aber ganz gut aus. Dann klicken wir hier auf Weiter und Export starten. Dann startet das Ganze, das heißt, er kopiert jetzt alles rüber, Bilder, Videos, Dokumente etc. Und dann seid ihr soweit auch erstmal startklar. Es werden natürlich noch mehr Infos kommen, was ihr vielleicht noch alles machen müsst, beachten müsst etc. Einen Tipp gebe ich euch aber noch mit. Dazu zeige ich euch das jetzt mal ganz kurz auf meinem Vivo X200 Ultra. Und zwar, wenn ihr Apps habt wie WhatsApp etc., die bestimmte Benachrichtigungen halt immer sehr zeitnah anzeigen sollen, Facebook, was weiß ich, Messenger etc., müsst ihr immer leider, und das hat aber auch Honor das Problem immer wieder mal, in die Einstellungen reingehen, unter App Manager, geht dann in dem Fall zum Beispiel bei WhatsApp rein und schaut mal hier bei den Berechtigungen, ob alles entsprechend, was ihr braucht, berechtigt habt. Und Berechtigungen entfernen darf nicht angehakt sein, sondern muss abgehakt werden. Und dann kommt die Krux an der Geschichte, geht unter Akkuverbrauch, geht hier unter Hintergrund Stromverbrauchssteuerung und sagt hoher Stromverbrauch im Hintergrund. Das sorgt nämlich dafür, dass die App nicht ständig beendet wird. Wenn die im Standby ist oder ihr die über den App Drawer wieder schließt, dann funktioniert das soweit auch ganz gut. Und der nächste Punkt noch, das ist der dritte Punkt, den ihr machen müsst. Und ja, ich weiß, das ist nervig. Mich hat es am Anfang auch tatsächlich ein bisschen genervt. App-Aktivität anhalten, falls nicht verwendet, auch abhaken. Sonst kriegt ihr halt Benachrichtigungen entsprechend verzögert oder sowas. Vor allem wichtig, denke ich mal, bei einer Uhr- oder Wecker-App. Wenn ihr einen Wecker stellt, dann auf gar keinen Fall diese Einstellungen verpassen. Bei allem anderen kann man es halt, wenn man es bemerkt, wieder aktivieren. Das ist ja nicht das Thema, beziehungsweise eben deaktivieren und umstellen. Und ansonsten würde ich sagen, erstmal gutes Gelingen euch. Das war's. War sowieso relativ ausführlich, aber das ist es halt leider auch mal. Nichtsdestotrotz finde ich es einfach krass für den Preis, solche Geräte mit Einstellungen, wenn man die mal gemacht hat, funktioniert es auch tadellos. Finde ich super gut. Und ich lasse das Ganze jetzt mal noch übertragen. Das dauert jetzt noch einige Minuten. 11 Minuten sagt er hier noch. Und dann wechsle ich die SIM-Karte, stelle noch WhatsApp etc. ein, installiere noch die Apps, die eben nicht installiert wurden. Und dann bin ich auch schon endlich startklar. Von daher freue ich mich, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Wenn euch das Video geholfen hat, weil gefallen ist ja eher eine andere Thematik, würde ich mal sagen. Das ist halt sehr lästig tatsächlich, diese Einstellung. Dann vergesst den Daumen hoch nicht. Ein Abo würde mich auch natürlich freuen und ein super Like, wenn es euch angeboten wird. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.